D-Zugs. Woher kommst du? Was genau treibt dich an? Wohin gehst du? Die Welt ist besessen, in Klammern gehalten, gefesselt. Ständig Adrenalin, weil ich nicht wirklich weiß, wie lässt sich das hier noch retten. Adrenalin, ich hab Angst um die Zukunft. Hallo und willkommen in meinem Tonstudio. Ich bin der Florian Schober von Tonblasphemie und heute zeige ich euch mal ein paar Geräte und ein bisschen was über das Tonstudio, was ich hier so mache, und da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Also, angefangen habe ich früher in den 90er Jahren tatsächlich mit elektronischer Musik, also einem Kurzwahl-Synthesizer, Analog-Synthesizern, die ich übrigens immer noch habe, wo ich immer noch stolz drauf bin. Bis hin, dass ich dann meine eigene Mischung gemacht habe, so meine ersten Gehversuche auf DAT aufgezeichnet damals. Ja, und so bin ich dann eben immer weiter in diese Musikproduktion und in die Musikszene reingerutscht. Bis hin, dass ich dann irgendwann dazu gekommen bin, dass mir andere Leute ihre Produktion gegeben haben und gesagt hat, misch doch mal, mach das doch mal. Dann habe ich angefangen mit Mischungen und mir das erarbeitet und so weiter. Und heutzutage ist es so, dass ich quasi hier alles mache im Tonstudio, was man so machen kann. Das heißt Mischungen, Audiorestaurationen und eben ganz speziell, wo ich mich spezialisiert drauf habe, ist auf Mastering. Dazu bin ich dann gekommen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir das sehr, sehr gut liegt, dass mir das extrem viel Spaß macht auch. Und ja, dass es halt einfach was Schönes ist, mit echten Geräten wieder zu arbeiten. Ja, in den 90ern hat man ja viele Plugins verwendet. Ich übrigens auch. Und über die Plugins bin ich dann irgendwann dazu gekommen, dass ich dann richtige Musiker im Studio hatte, die dann auch mit Mikrofonen aufnehmen wollten. Da braucht man Hardware dazu, Vorverstärker und so weiter. Und so bin ich dann zur Hardware gekommen und habe mir dann überlegt, wie kann ich denn den Sound eigentlich noch verbessern? Und dadurch bin ich dann quasi auf die Firma SPL gestoßen, weil die einfach ein Gerät hatten, was ich genau gebraucht habe, um zum Beispiel eine akustische Verbesserung zu machen. Weil damals waren so Excite und Enhancer ganz, ganz toll als Plugin. Ja, und ich wollte das einfach mal in echt haben. Mein erstes Gerät war dann der Tube-Weiterleiser. Der hat mir damals ja gezeigt, dass Hardware doch noch eine Daseinsberechtigung hatte neben diesen ganzen Exciter, Enhancer und ich mache alles besser Plugins. Und der habe ich bis heute noch im Einsatz und das ist ein fantastisches Gerät, wenn man einfach mal was gut klingen lassen muss, ohne eben Equalizer, Kompressoren oder sonst was zu verwenden. Ja, der Tube-Weiterleiser war ja für mich immer ein Summgerät, weil der Stereo aufgebaut ist und nicht irgendwie 2 Monokanäle hat. Und so kam ich dazu, dass ich den viel in die Stereosumme reingesetzt habe und gemerkt habe, ey, das klingt ja doch ganz cool irgendwie. Und so kam ich dann immer mehr dazu, dass ich eben vom reinen Mischen dann zur Summenbearbeitung, also sprich zum Mastering gekommen bin. Früher viel mit Plugins, heute quasi nur noch mit Hardware. Und die Plugins so ein bisschen dabei sind. Also das hat sich genau gedreht. Ja, weiter ging es dann, dass ich mir irgendwann den Passek gekauft hatte, der hier steht. Und da so die erste Erfahrung gemacht hat, wo dann der Unterschied tatsächlich lag zwischen einer Hardware und zwischen einer Software. Ich habe den Passek ja auch als Plugin, was durchaus seine Berechtigung hat und auch okay ist, aber halt eben dieses Anfassen, das ist halt einfach mal was anderes, schon mal von Grundsatz her. Ja, und dann ging es weiter. Dann hatte ich mir einen PQ gekauft, dann hatte ich mir einen, ja, damals noch gab es ein MS-Master, hieß das Gerät. Das war zwar zum Mitte-Seite-Mischen beim Mastering, das hatte ich mir auch gekauft und kam so dann, dass man Mastering eben toll machen kann mit dieser Mitte-Seiten-Technik und fand es ganz toll und hatte aber intern im Sequencer quasi mir die Plugins gemischt. Oder ich hatte mir dann von SSL damals eine Hardware, eine Patchbay gekauft, die quasi über die Software die Geräte in Reihe schalten kann. Und dann musste ich das nicht über den Rechner machen, aber ich hatte immer Plugins und Geräte und hatte die alle miteinander irgendwie versucht in Gang zu bringen. Und das Ergebnis war, dass es schon auf jeden Fall besser war, aber irgendwie hat mir das so, gab es halt Zerrungen, du musstest ständig irgendwie nachregeln, pegeln und das hat alles irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann hatte ich mir überlegt, ja, was könnte man statt Patchbay nehmen. Dann kam ich auf den Hermes, beziehungsweise der Hermes kam dann raus. Da kam ich drauf, mal den MS-Master mit einem Gemini zu ersetzen, einfach mal zu gucken, ob das anders klingt. Und plötzlich hatte ich meine Probleme, dass zum Beispiel Dinge gezerrt haben, nicht mehr. Also es hat einfach nicht mehr gezerrt. Und da kam ich erstmal auf die Idee, dass es vielleicht was mit Dynamik zu tun hat. Das heißt nicht unbedingt, dass ich so lauten Pegel habe, der da reinfährt oder irgendwas, sondern dass einfach die Geräte irgendwann ihrem Limit irgendwann mal sind und einfach auch Grenzfrequenzen, die im Hip-Hop-Bereich zum Beispiel auftreten, bei Bässen 40 Hertz, 50 Hertz, die reingeschoben werden, nicht mehr verwalten können oder nicht mehr schalten können. Was ich allerdings noch hatte, war irgendwo ein Flaschenhals. Es hat immer irgendwie
immer gab es irgendwas, was mich gestört hatte. Ja, dann fing ich an zu überlegen, ich arbeite digital, ich arbeite analog, ich mische das alles miteinander. Und dann hatte ich mich darauf entschieden, nachdem ich dann den Gemini ausprobiert hatte gegen meinen MS Master, gegen das andere Hardware-Gerät, dass ich eigentlich eine durchgehende Kette gerne analog hätte, wo ich aufhören muss mit in der DAW zu klicken, mit Vergleichen, mit Mute und Solo und mit MS-Bearbeitung in der DAW. Ja, und hatte mich dann entschieden, hardware-seitig einfach mal konsequent was durchzustrukturieren. Und das habe ich dann gemacht. Da kam ich auf den Hermes. Der hatte mir natürlich dann den Vorteil geboten, ich konnte in Echtzeit Geräte an-ausschalten, Geräte umtauschen. Ich hatte Parallelkompression mit analog, was selbst in der DAW schon immer ein Umweg war über AUX-Wege oder mittlerweile manche Plugins bieten Parallelkompression an. Ja, das konnte ich dann alles analog machen und das hat mir letztendlich sämtliche Flaschenhälse reduziert oder beziehungsweise eliminiert. Und ja, so habe ich jetzt meine Mastering-Kette quasi komplett aufgebaut, zu der ich jetzt auch mal gleich komme. Allerdings gab es immer noch eine Sache, die ein bisschen schwierig war zu handeln. Das war, wenn man mastert, quasi den Vergleich zwischen dem, was ich gemastert habe und zwischen dem Ursprungsformat oder irgendwas zwischendrin. Dann hatte ich einen Lautstärkenregler für die einen Lautsprecher auf der einen Seite, einen Lautstärkenregler für die anderen Lautsprecher auf der anderen Seite. Ich hatte einen Umschaltknopf, ich hatte quasi einen Mute für die Lautsprecher. Ja, und dann kam ich dazu, irgendwie muss man das Ganze doch mal verschalten können oder irgendwie die Insert-Punkte anständig wählen können. Ja, und dann kam ich auf die DMC und hatte die einfach mal, ja, mehr oder weniger einfach mal, ich gucke mir das mal an, ausprobiert. Und dann habe ich gesehen, wie mächtig das eigentlich ist. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht einfach nur ein besserer Monitor-Controller, da habe ich aber ganz weit gefehlt. Das Ding war quasi, letztendlich ist jetzt die Schaltzentrale im Studio, mit der ich quasi alles regeln kann. Zudem, dass ich noch die anderen Geräte habe zum Einsetzen. Also das war wirklich das, um dann ganz glücklich zu sein sozusagen. Um alles analog zu haben, was ich haben wollte. Und ich brauche quasi keine DAW-Maus mehr, um meine Lautstärken, Vergleiche oder irgendetwas zu ziehen, sondern das kann ich damit alles machen. Und insbesondere, ich kann die Lautstärken anpassen. Das heißt, das Master ist immer sehr viel lauter als die Ursprungsversion zum Beispiel. Das kann man da auch machen. Und das fand ich super. Also ich hatte plötzlich alles, was ich wollte. Und das fand ich geil. Kommen wir mal zu zwei Geräten, die ich noch mal ein bisschen vorheben will. Das ist einmal der Mastering Equalizer PQ und das ist der Mastering Kompressor Iron. Ja, die beiden Geräte sind gegensätzlicher, wie sie gar nicht sein können. Von der Funktion und von der Denkweise her. Wir sind ja gewohnt, mit Zahlen zu arbeiten, sodass wir irgendwie 2 dB anheben und dann einen breiten Filtergüte drauf machen und dann klingt das alles besser. Der PQ ist ein Mastering Equalizer, der tatsächlich für Mastering gedacht ist. Er ist nicht dafür gedacht, dass irgendwas schöner klingt, sondern er ist dafür gedacht, sehr, sehr, sehr präzise zu arbeiten. Also ich vergleiche es mal so, wenn ihr ein Getränk habt und ihr macht einen billigen Wodka rein und habt zu viel Wodka drin, dann schmeckt ihr, dass da Wodka drin ist. Und wenn ein Getränk richtig gut ist und mit einem guten Wodka drin ist, dann schmeckt ihr den Wodka nicht, das Getränk schmeckt aber besser. So kann man das ungefähr vergleichen. Das heißt, wenn ich beim PQ etwas bearbeite, dann hat er überhaupt keinen Einfluss auf den Klang, den ich da bearbeite, und man hört nicht daran, dass man zum Beispiel Filterkurven verändert hat, sondern man zieht Frequenzen raus oder gibt Frequenzen rein, die fehlen. Und dann klingt es einfach so, wie man es sich gedacht hat. Es klingt nicht besser, wie wenn man jetzt ein Röhrengerät zum Beispiel nimmt, um da irgendwelche Färbung zu machen. Es gibt keine Soundfärbung und das ist sehr, 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 sehr interessant, damit auch mal Erfahrung zu machen und so zu arbeiten, was halt im Mastering extrem cool ist, weil man einfach, ja, extrem sauber mitarbeiten kann. Der Iron macht genau das Gegenteil. Der Iron kann man sehr weich arbeiten, ohne dass er viel Einfluss hat, aber dann macht er auch nur halb so viel Spaß. Beim Iron ist es halt so, man kann auch sehr extreme Einstellungen machen. Und der Unterschied ist, beim PQ habe ich so schöne Zahlen wie plus 2 dB, keine Ahnung, 1,2 Kilohertz und so weiter. Damit kann ich mich dran halten. Beim Iron habe ich anfangs gedacht, ja, das muss ich behandeln wie einen ganz normalen Kompressor. Bin hingegangen und habe geguckt, die Attack-Zeit, 50 Millisekunden, Release-Zeit 50 Millisekunden, damit mache ich dann so und die Bässe kontrollieren oder was auch immer, und habe da versucht, mit meinem Kompressorverständnis ranzugehen und bin immer irgendwie dran gescheitert, weil ich dachte, irgendwie klingt's nicht, ich regel mal was anders und dann wird's besser. Bedeutet für mich, der Iron, mit dem arbeite ich mittlerweile völlig musikalisch. Das heißt, ich denke gar nicht drüber nach, was ich da einstelle, sondern ich stelle das so ein, wo ich einfach weiß, diese Einstellungen sind grundsätzlich erstmal gut für das, was ich da gerade machen will.
Und dann ändere ich die Dinge nach dem Gehör. Also das heißt, im Iron habe ich wirklich angefangen, total nach dem Gehör zu arbeiten. Der Iron hat auch keinen Einfluss darauf, wenn man die Vorverstärkung oder hinterher den Make-up-Gain, wie das so schön bei anderen Kompressoren heißt, benutzt. Das kann ich beim Iron auch umgekehrt machen. Ich kann wenig Vorverstärkung und viel Make-up-Gain machen. Dann klingt er komplett anders. Also man kann im Iron sehr, sehr stark in den Klang, in die Klangstruktur eingreifen, in die Dynamik eingreifen und man kann im Iron aber auch Schmutz reinmachen oder man kann ihn sauber arbeiten lassen. Das heißt, man hat hier wirklich ein Tool, mit dem man Sound macht. Tatsächlich eine Sounderzeugungsmaschine, der nicht unbedingt neutral ist. So, kommen wir zum nächsten Gerät in der Mastering-Kette. Das ist dann der Passec. Das ist ein passiver Equalizer. Ich habe hier noch die ältere Variante. Mittlerweile gibt es auch eine neue Variante. Ja, der Unterschied zwischen dem Mastering-PQ und dem Passec ist auch wieder ein sehr, sehr großer. Das heißt, der Mastering-PQ ist so, wenn ich bei 80 Hertz zum Beispiel was anhebe, dann hebe ich 80 Hertz an, sehr präzise, sehr sauber und kann da extrem gut die Frequenz kontrollieren. Der Passec ist so, er macht mir einfach Sound. Das ist so im Vergleich, wenn ich mich in so einen richtig fetten, gemütlichen Sessel reinsetze und sage, boah, geiler Bass. Genau das macht er. Was ich sehr, sehr gut finde. In dem Höhenbereich kann man so einen Schmelz reingeben. Das heißt, ich will den Sound einfach in Obertönen breiter, brillanter, weicher, cremiger haben. Also cremig ist zum Beispiel das richtige schöne Wort dafür. Das kann ich mit dem Passec auch machen. Der funktioniert ein bisschen ähnlich wie so ein Pultec-EQ. Ist das sehr, sehr beliebt, dass man Bass und Höhen anhebt. Genau das kann der Passec auch. Plus dem, dass er natürlich noch im Mittenband eine Möglichkeit hat. Ich kann Klang formen, das heißt, ich kann wirkliche Klangbilder formen, was ich mit einem anderen Equalizer nicht so kann. Und das Schöne ist beim Passec, wenn ich mit sehr, sehr viel Pegel reinkomme, deswegen ist er bei mir eher hinten in der Mastering-Kette meistens, ich kann einfach die Frequenz, den Pegel, den Lautstärkepegel runterdrehen, sodass nachfolgende Geräte nicht so viel Power abkriegen, sodass ich auch Geräte, die keine 120 Volt Technik haben, quasi nach dem Passec einschalten kann, ohne in die Verzerrung reinzukommen. Aber insgesamt ist der Passec ein komplett anderer Equalizer wie der PQ und deswegen machen beide auch komplett Sinn. Ja, dann kommen wir noch zu dem Gerät, was ich anfangs gar nicht so auf dem Schirm hatte, und zwar da geht es jetzt rein um die Wandlung. Da hatte ich mal einfach spaßeshalber ausgetestet, was passiert eigentlich, wenn ich im Prozess den Wandler ändere. Und dann habe ich mit dem Mercury ausprobiert und habe festgestellt, im Vergleich zu dem Wandler, was ich vorher hatte oder beziehungsweise immer noch habe, aber im Mastering eben jetzt den Mercury einsetze, dass plötzlich die Phantommitten sauberer waren, das gesamte Stereobild ein bisschen näher zusammenrückt und einfach eine bessere Ortung oder eine bessere Präzision in der Ortung hat. Und zwar hörbar. Das ist nicht ein esoterischer Gedankengang, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass man im AB-Vergleich das tatsächlich gehört hat, was ich extrem interessant fand, dass das tatsächlich so viel ausmacht, wenn man quasi mit einem guten Mastering-Wandler, der zu dem ganzen System passt, dann eben diese eine Wandlung in den Mastering-Bereich vollzieht. Zudem kommt noch dazu, dass der halt die tolle Funktion hat, dass wenn ich einen externen Rechner nehme, dass ich den einfach mit einem Kabel umstecken kann, also USB dran läuft, Treiber sofort installiert. Das ist toll. Das kann auch sein, dass wenn ich mal einen Gast im Studio habe, der seinen Laptop mitbringt und zum Beispiel mir was kurz vorspielen will, kann ich den auch über den Mercury einfach anstöpseln und geht. Das sind so Kleinigkeiten, die fand ich halt natürlich toll. Mittlerweile will ich den auch gar nicht mehr missen. Und den finde ich ein super Wandler. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist natürlich die umgekehrte Seite, die analoge, digitale Seite. Das heißt, ich wandle im Moment von meiner DAW, also von digital auf analog, gehe in den Mastering-Prozess, komme dann zurück und jetzt bräuchte ich quasi den gleichen Qualitätsstandardstufe Wandler wieder zurück in die digitale Welt. Das fehlt mir eigentlich. Das fände ich toll, wenn es den noch geben würde. Weil das tatsächlich einen Unterschied macht, das habe ich gehört. Braucht man das ganze Zeug eigentlich? Das kommt jetzt wirklich drauf an, was man macht. Das heißt, ich habe angefangen wirklich mit einfachen Synthesizern, einfachen Plugins zu arbeiten, habe mir immer wieder Gedanken gemacht, wie kann ich mich verbessern, was kann ich machen, um einfach ein gutes Ergebnis zu kriegen. Ja, und letztendlich, wo es dann soweit war, dass ich dann Kunden hatte, was kann ich dafür tun, damit der Kunde auch was Tolles in die Hand bekommt hinterher. Also so wie ich es mir vorstelle, so wie ich auch hinten dran stehen kann und meinen Namen drunter schreiben kann. Und dann habe ich mir den Gedanken gemacht, dass ich einmal eine konsequente Linie durchziehe, sodass es quasi genau den Vorstellungen entspricht, wie ich es mir denke, sodass ich genau meine
wenn ich jetzt Maler wäre, meine Farben habe, so wie ich meine Bilder mir vorstelle zu malen. Und genau das kann ich damit machen. Und es macht nebenbei auch noch verdammt viel Spaß, an einem Knopf zu drehen und jetzt was passiert. Es passiert was. So wie das früher war an einer alten Konsole. Also ich habe das damals in einem Rundfunkstudio gelernt, wirklich mit einer alten, großen Konsole zu arbeiten. Diese Haptik, das macht man heutzutage halt viel elektronisch, was auch völlig okay ist. Aber irgendwie... es macht halt einfach auch Spaß und das Klangergebnis ist toll, weil man in Echtzeit was drehen kann und man hört was, man arbeitet wieder mit dem Ohr und nicht mit dem Schauen auf irgendwelche Analyzer, sondern ich mache sehr viel mit dem Ohr und ich habe mich dadurch auch sehr gut weitergebildet und ich lerne auch immer wieder Neues dazu. Und ich lerne auch dazu, wie zusammenhängend diese ganzen Sachen sind. Das heißt, das hat man bei einem Plugin vielleicht weniger, dass das eine das andere beeinflusst. Natürlich, wenn sie im selben Kanal sind, klar. Aber hier ist es schon sehr, sehr extrem. Wenn ich unten drehe, klingt es oben komplett anders, dann drehe ich es oben vielleicht wieder raus oder ich mache gegensätzliche Sachen. Oder Sachen, die man so nie machen würde, weil man einfach gar nicht auf die Idee kommt, unten 80 Hertz reinzudrehen, oben 80 Hertz rauszudrehen. Und schon klingt es irgendwie anders, weil ich dann den Klang bearbeitet habe. Sowas macht halt wahnsinnig viel Spaß und das ist sehr, sehr interessant. Und man kann eben auch Kundenwünsche tatsächlich so hinkriegen, wie das sich der Kunde vorstellt, auch wenn es teilweise wirklich schwierig ist. Weil, ich kriege die unterschiedlichsten Mischungen. Ich mache Hip-Hop, Rock, Techno und jeder mischt nach seinem Gusto, wie er seinen Sound haben will. Und da muss man versuchen, irgendwie das hinzukriegen, was der Kunde will. Und das kann ich am ehesten mit der Hardware hinkriegen, weil teilweise gerade heutzutage die Wünsche sehr extrem sind, was, ja, ich muss immer wieder sagen, besser angeht. Auch teilweise sind die Höhen sehr, sehr stark gemischt, die man dann so rausdrehen muss, dass sie immer noch sehr, sehr stark sind, aber eben nicht mehr crashen oder nerven. Und das kann ich halt eben mal ganz schnell realisieren, was für mich einfach ganz toll ist von der Arbeitsweise. Ja, dann vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr mal die Möglichkeit habt oder das mal machen wollt, probiert ruhig mal Hardware aus, beziehungsweise versucht mal solche Geräte. Das macht enorm viel Spaß, aber Vorsicht, das kann auch ganz schnell so sein, dass das süchtig macht, dass ihr sagt, boah, mega, muss ich haben. Ja, und dann seid ihr am gleichen Problem wie ich. Dann kommt das eine, das andere, noch eins und noch eins und noch eins. Und jetzt muss ich halt aufpassen, dass es nicht noch eins wird. Wie kann das sein, dass wir nur dastehen und dabei zusehen, wie das alles hier zerreißt? Das Leben hier treibt uns und vernebelt die Sicht zu einem Zeitpunkt, in dem Weitsicht gefragt wäre.